Das große Phänomen Carbe-Van. Hier steht er, 4x4, diesmal in weiß ohne Aufpreis, denn ganz viele haben nach weiß gefragt. Ja. Nichts gegen grau oder schwarz und so weiter, aber ich sag mal, im Sommer ist weiß noch mal was ganz anderes, oder? Ja. Und wir hören unsere Kunden an und die haben gesagt, besser, dass wir weiß serienmäßig anbieten und dann für die Kunden, die grau haben wollen, Aufpreis für die graue Farbe. Ihr habt den nur als 4x4, richtig? Nein, das wollte ich gerade sagen. 4x4 ist Aufpreis. Ja. Serienmäßig ist er ohne 4x4, ist Heckantrieb. Das Heckantrieb. Ja. Er ist dann auch nicht so hoch. Das hier ist der 4x4? Genau, dies ist 4x4 und dann ist er höher. Ja, der hat richtig Bodenfreiheit. Ja. Das ist ein Schlechtwegefahrzeug. Das bedeutet also, man kann damit wirklich auch mal einen Feldweg und so weiter fahren. Das geht? Ja, das geht. Und dann würde ich sicher 4x4 Allrad empfehlen. So, das wäre doch jetzt dein Auto. Das heißt, du kannst es mitnehmen, ein kleiner Van, Mercedes-Van. Du könntest auf deine Schauspieleinsätze fahren, dort hinten ganz gemütlich schlafen. Ist das nicht toll? Super, auf jeden Fall. Würde ich doch direkt nehmen. Würde ich doch direkt nehmen. Ja, sie muss nur kleine 124.000 Euro mitbringen. Ja, 130 in dieser Ausstattung. Aber es hat was ganz Besonderes. Das ganze Auto, das ist ja jetzt schon mit dem Allradantrieb ein bisschen höher, hat trotzdem einen Doppelboden. Hat Doppelboden, weil wir haben, ganz ehrlich, wir haben jahrelang gesagt, bei Carbe haben wir keinen Kastenwagen, das geht nicht wegen der Isolierung. Wir sind natürlich bei Carbe, die Heizung und Isolierung, Ventilation soll am besten sein. Und das geht bei einem Van, so wie wir das angeboten haben, nicht. Aber jetzt haben wir eine Lösung. Dann haben wir gesagt, okay, die Lösung ist jetzt da, jetzt ist es ein Carbe, jetzt bieten wir das an. Und ich kann das dir mal zeigen. Ja, zeig mal bitte. Wir sind hier vorne bei der Kabine und hier können wir als Hersteller natürlich nichts ändern, weil das ist hier auch wegen der Crash. Und dann hörst du mal, das hier ist Mercedes. Wir können das nicht ändern wegen der Isolation. Ja, trotzdem nochmal bitte. Es ist ja teilweise isoliert, ja. Es ist teilweise isoliert. Es ist natürlich Skandinavien-Paket von Mercedes serienmäßig. Okay. Aber jetzt gucken wir, ich kann es nicht zeigen, aber du kannst hören. Das ist hier der Unterschied. Hörst du? Und das ist überall, wo es ein Platz Hohlraum. gibt, Ja, genau. wenn es Raum gibt, auch hier hinten natürlich. Du hörst überall, ist das eine Isolierung, das ist unter Druck, ist das reingemacht mit Verklebung und das wird sehr, sehr hart sein, aber auch natürlich diese Isolationswerte sind ganz, ganz hoch, so wie das sein muss bei Carbe. Und das ist der Grund, dass wir gesagt haben, okay, jetzt geht es mit dem Van, Doppelboden, darum ist das Fahrzeug auch höher, extra hoch, sodass wir die Fußbodenheizung haben, aber auch die Konvektoren. Und du siehst das hier auch sofort. Das hier ist natürlich eine ganz große Kältebrücke und hier unten haben wir auch die Heizung verlegt. Die Heizung angebaut. Der Hauptschalter an der Stelle, wo er sein soll. Ja. Die Dusche ist hier. Außendusche. Ja. Außendusche ist da. Du kannst das hier hochklappen, dass du viel mehr Platz hast, dass du das tagsüber auch verwenden kannst zum Sitzen. Ja, oder du kannst dein Fahrrad auch vielleicht mal transportieren. Ganz vorsichtig transportieren. Ja, ihr habt hier einen Schlitten für die Gaskasten, für die Gasflaschen. Mit Leckindikator, dass man gucken kann, ob die Gasinstallation immer noch gut funktioniert. Und dann, wie gesagt, Platz für 2 Flaschen, einfach zu erreichen. So, und das ist der komplette Doppelboden. Ihr habt ein barrierefreies Fahrzeug, von vorne bis hinten komplett durchgehend. Immer, ja. Boden eben. Ja. Und dann Fußbodenheizung mit 4 Rohren, sodass überall gleichmäßig geheizt wird, dort wo du das brauchst. Ja, das ist ein ganz tolles Fahrzeug. Zum Beispiel, wenn jemand auf Montage ist unterwegs, hat hinten noch einen Anhänger hinten dran, der hat richtig Zuglast. Ja. Das ist ein Arbeitstier. So, das ist ein Nutzfahrzeug. Das bedeutet also, ich sag mal, wenn man da mal 100.000 Kilometer gefahren ist, dann ist er gerade mal eingefahren. Ja. Und es hat den neuen Motor, ist noch sparsamer geworden. Ja. Also der ist sparsamer. Er hat diese 9 Gang statt 7 Gang, wenn ich das richtig so übersetze auf Deutsch. Ja, absolut. Er ist auch leichter, also du hast ein bisschen mehr Zuladung. Von daher eigentlich nur Vorteile. Es ist nicht umsonst, dass man bei Mercedes neue Motoren entwickelt. So, jetzt kann man das Ganze ja nochmal umbauen zum Doppelbett. Wenn du mir das mal kurz zeigst, bitte. Ja, ich mache das mal hier. Ich mach das mal gerade rein. Denn der Schlafkomfort soll natürlich so sein wie in den anderen großen Carbe, die man hat.
Übrigens, dieses Bett ist elektrisch. Elektrisch? Das geht hoch. Bitte einmal zeigen. So. Das ist dafür gedacht, dass du, ja, mach mal hoch. Das heißt, man kann lümmeln dann, oder? Ja. Okay. Elektrisch. Ist das Serie elektrisch? Serie. Auch letztes Jahr? Ja. Auch letztes Jahr. So, das heißt, das hier vorne kannst du dann abklappen. Dann in dem Moment hast du eine große Sitzbank. Das hier kann man alles einklappen. Boah, ist das genial. Du hast eine Couch hier hinten jetzt. Ja. Und du siehst, wie viel Platz du hier hast für Stauraum. Ja, und dann hier haben wir einen Knopf, drücken wir rein. Und dann geht das komplette Bett. Ganz einfach. Und das bleibt hier dann normalerweise natürlich. Okay, das heißt, wenn ich jetzt alleine bin, kann ich hier die Bettauflagen drauf lassen. Also zum Beispiel klappt das Bett hoch, hab den ganzen Platz dann, ruckzuck. Krasse. So, du hast zu mir gesagt, Rappeln ist ein Reklamationsgrund bei Kaabe. Das heißt, es soll nicht rappeln, richtig? Rappeln, was bedeutet das genau? Wenn es anfängt zu klappern. Klappen, ja. Das. Und das haben wir mit ganz vielen Sachen gemacht, aber im Grunde genommen natürlich die Konstruktion, die ganz, ganz stark ist und stabil. Und dann hast du nicht das, wie nennt man das? Rappeln. Rappeln, ja. So, komm, wir machen mal zu, dass wir einfach mal sehen, wie das Ganze dann geschlossen aussieht, denn es ist ein ganz wohnliches Design. Ihr habt hinten ganz bewusst auf Fenster verzichtet. Ja, das wäre natürlich eine zu große Kältebrücke sein. So. Bitte nochmal auf und zu machen. Das Geräusch ist so sexy. Mach mal richtig feste zu. Das ist Mercedes-Türe, ja? Ja, das ist eine Mercedes-Türe und Kaabe innen drin. Das ist die Isolierung, die es wirklich ausmacht. Ja. Ja, und das ist natürlich genial. Du kannst jetzt einsteigen, kannst richtig durchlaufen. Geh mal bitte rein, Peter. So, jetzt zeige ich mal was ganz Tolles. Wenn du jetzt hier durchgehst, die Stehhöhe hier, das ist so groß, Pass auf mit deinem Kopf, dass du 1 Meter, fast 2 Meter Stehhöhe hast, trotz Allrad, plus Fußbodenheizung. Plus Fußbodenheizung, Doppelboden. Ja. Ja, das heißt, wir haben das höchste Dach, was es gibt, oder? Ja. Habt ihr verbaut. Aber es fällt außen gar nicht auf, weil durch die Proportionen, dass der so lang ist, sieht er auch stimmig aus. Ja. Also nicht so als ein sexy Fahrzeug auch. ein sexy Fahrzeug, Ja. hat er gesagt. Bitte schön. Das ist die Stufe. Die Stufe, wenn du ins Bett reingehst, ganz schön verbaut. Ja. Na, das ist gedacht zum Transportieren für Fahrräder. Also wenn man jetzt irgendwas reinmacht, man kann ja auch sitzen, das geht natürlich auch, aber man kann auch Folgendes machen, man kann es hier jetzt absenken und kann dann sitzen, aber hier oben ist es natürlich für größere Personen nicht so klasse. Aber wir wollten nur mal zeigen, wenn man Mountainbikes teure mitnimmt und so, dann kann man das hier in der Mitte aufmachen. Hi, ich darf euch mal zeigen. Einmal ganz kurz. Ist das nicht genial, das Auto hier? Es ist Allrad, Fußbodenheizung. Fußbodenheizung, alte ist drin. Komplett. Braucht man unbedingt, die ist wichtig. Und man kann stehen, komplett 1,83 Meter. Das macht Spaß, ja. Das ist so. Das Auto, das sorgt wirklich für, die Leute sind ganz begeistert. Ist so. Wir haben früher nicht mehr als 200 Reisemobile im Jahr verkauft. Ja. Wir haben jetzt schon mehr als 200 Bestellungen nur für den Van. Nur ein Modell. Das ist unglaublich. Ihr habt's wir verdient. wollen auch nicht zu viel wachsen, ne, bei Kaabe, weil wir sind jetzt am Limit. Wir können liefern. Hauptsache, ich krieg einen. Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. So, der Rest ist mir egal. So, ich guck mal gerade. Da vorne haben wir es. Ja. Sehr schön. Dann der Dometic, der natürlich jetzt richtig Sinn macht mit den 2 Türen, Ja. weil es ist ein bisschen enger. Weißt du, Peter, was ihr gut hinbekommen habt, ja? Der Mercedes ist enger wie der Fiat Ducato. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Trotzdem, du spürst diese Enge nicht. Das ist Nee, es ist natürlich ein kompaktes Fahrzeug, nicht zu vergleichen mit anderen Reisemobilen, aber die Benutzung ist auch ganz anders. Man kann es ziemlich einfach fahren, du kannst überall hingehen, einfach drehen, aber dann ist es natürlich innen ein bisschen mehr eng, aber immer noch Komfort, du siehst. Und der Fahrkomfort, das Fahrwerk, wirklich. Also das fährt sich wie ein SUV. Ja. Es ist wirklich so. Also du merkst nicht, was du hinten dran hast. Ja, das stimmt. Bitte. Also auch von der Sitzgruppe natürlich deine Getränke. Die Schubladen, aller Stauraum ist benutzt. Du findest auch hier diese Nachtlampe. Wenn du nachts den Weg suchst zum Toilette, dann erreicht das mit dieser Lampe.
So, beim Bad habt ihr gar keine Kompromisse gemacht. Ein hohes Bad, das ist ganz wichtig. Ja. In Skandinavien sind die Menschen ganz groß und ihr habt ein Schwenkbad. Und ein Schwenkbad. Zeig Es mal ist bitte. natürlich kompakt und das ist eine richtig schöne Lösung. Und jetzt ist das komplett. Genau, stell dich mal rein, abgedeckt. bitte. Ja. So, das mal sehen. Das Schwenkbad ist, du kennst das schon, das Schwenkbad? Ja, ich finde das so cool. Das hatten wir, glaube ich, schon 2, 3 Mal, aber leider nicht so oft wie andere Bäder. Ja Aber gut, ich das hier ist ja find jetzt ein ganz, ganz richtig kompakter witzig. Van, wo du ganz wenig Platz hast normalerweise. Du siehst auch hier oben, da fängt dann schon die Rundung an bei Mercedes-Benz. Trotzdem hat man richtig viel Platz und ja, das ist ordentlich. Das heißt, auch große Menschen können sich duschen. Ja. Ja. Das ist Man wichtig. ist komplett autark und in dieser Zeit mit Corona ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Und der Vorrat am Wasser, was hat man? Das ist eine gute Frage. Gute Frage. 5 Hab ich Liter. nicht im Kopf. Nein, ein bisschen Ja. mehr. 6. Sehr, sehr cool. Ja, wir werden jetzt mal eins machen. Ich zeige noch mal ganz kurz das Bett, wenn du das Bett mal gerade runterfährst noch mal hier. Dazu muss man, glaube ich, hier einmal... So, das Bett ist nämlich elektrisch und wird jetzt hier zum Doppelbett runtergefahren. Dann darf die Shenandoah gerade mal rein. Die Schränke, Pushlock, 2 Gasfeder. 2 Gasfedern. Was wir geändert haben in 2022, das war vorher Hochglanz. Ja. Jetzt ist es mehr matt. Ja, Geschmackssache, aber gefällt mir. Wenn es ein kompaktes Fahrzeug ist und alles ist bling bling, das gehört auch nicht so zu Carbe. Nein, Ja, man kann es ja das- folieren. Ja. Das ist der. So, So, und jetzt bitte einmal das zweite Bett runterklappen. Also das wäre schon mal ein Bett, das wäre möglich. ich Und habe dann den Knopf. den Und Knopf. wenn du das einfach mal runter. So, und jetzt musst du mir einmal kurz helfen. Was habe ich falsch gemacht, Peter? Keine Ahnung. Ach, du musst wahrscheinlich einen Ticken hochfahren, oder? Warte mal kurz. Ja. Ah, das Die eine muss hoch. Matratze, die Matratze. Jetzt sind wir hier mit 3 Leuten. Mit 3 Leuten alles. Jetzt geht's. So, ich gehe da mal raus. Ich stehe sowieso noch am Weg hier. Mal diese Kameraleute. So, jetzt hast du ein Doppelbett. Doppelbett. Na, schön ist anders, Peter, aber genau, wenn du Ich mal. habe gemacht, was ich mache. Ich habe gemacht, was du machen konntest. Ja. Es könnte aber sein, dass du die rechte Matratze ein bisschen hochfahren musst. Oder die Ja, Polster einfach. Ja, okay. Genau. War jetzt nur so eine Idee. Sven, nichts ist vorbereitet. Du, das ist so, wie es ist. Es ist, wie es ist. Aber auch der gleiche Hotel-Look hinten mit der Verkleidung. Das ist das gleiche wie in den großen, gell? Hinten an der Wand, die Verkleidung. Ja, das ist auch die Verkleidung. So. Wegen der Isolierung und der Akustik. So, mach mal Stopp. Jetzt müsste es reingehen. Ja. Perfekt. Und jetzt darf die Shenandoah, die darf mal aufs Bett. Das ist Treppenstufen. Gut, normal sind auch keine 3 Leute hier drin. Das ist übrigens, das sind die Sitze. Hab mich rausgehalten. Wäre schon fast so, hinten wäre mein Platz. Und dann hast du hier das Multifunktionspanel, was Carbe überall verbaut mittlerweile, wo du das komplette Fahrzeug steuern kannst. Über ein einziges Panel, also von der Klimaanlage bis wirklich alles. Oh, ist ja so schön. Und ich kriege einen. Ja, so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Mein VW-Bus ist nämlich weg und ich brauche so ein Kurzstreckenfahrzeug unbedingt. Und das hier ist genial. Das kannst du im Alltag verwenden, klar 7 Meter, aber du merkst es nicht. Es fährt sich wie ein Wie ein PKW. Ja. Genau, setz dich mal kurz hin. Das ist dein Lieblingsplatz. Kann man die auseinanderschieben, die Sitze ein bisschen? Mach mal. Und jetzt fragst du mir, wo das dann genau ist. So. So, und das ist genial. Shenandoah, wenn du mal kurz kommst. Du hast noch einen Bruder, oder? Was hab ich? Einen Bruder. Ja. So, und wenn ihr ja zusammen fahrt, dann könntet ihr hinten fahren. So, und jetzt setzt euch mal beide nebeneinander. Ganz konform zu Corona. Backe an Backe, du kannst es auseinanderschieben. Okay. Und jetzt hast du Platz. Ja, und das macht so viel aus, also Ja. während der Fahrt. Kleinigkeiten, aber und du siehst, das sind nicht viele Zentimeter, aber es ist viel bequemer. Okay, das heißt, der Krieg zwischen den Geschwistern ist dann nicht ganz so stark, oder? Aber die Sitze sind ganz straff, das sind ganz tolle Sitze, also ganz anders, wie man die kennt. Das sitzt gut, ne? Sitzt gut, oder? Ja, eben haben auch zwei Kunden gesagt, die haben auch gemeint, dass die Sitze richtig gemütlich sind Ja. und man rutscht nicht runter wie bei ihrem Mobil oder so. Ja.
So, 2 ganz große Luken, auf Wunsch natürlich auch eine Klimaanlage. Aber das Geniale ist das Hubbett, was du hier drin hast. Du hast ein riesen Hubbett direkt vorne. Ja, Sven. Nee, haben wir nicht. Geschichte, ich wollte gerade sagen. Das wäre natürlich jetzt noch der Gag, wenn hier oben noch ein Hubbett wäre. Aber irgendwann ist Schluss. Es gibt übrigens, ja, das muss ich sagen, es gibt ein ganz tolles Bett für hier vorne drauf. Peter sagt, das ist nicht so schön, aber ich habe es mal ausprobiert. Es geht, also, aber nicht. Wenn du Monaten unterwegs bist, dann kannst du doch eigentlich nicht mit 3 hier. Ein kleines Kind. Ja, kleines Kind, das geht. Kleines Kind, mein Sohn ist 1,56 Meter nur, ja, der passt da rein. So, kommen wir mal vorne hin. Da habt ihr übrigens, ja. ich will das gerne zeigen. Ja. Unsere Fahrzeuge, unsere Branche ist sehr sicher. Ja. Unsere Kunden fahren normalerweise ruhig, nicht mit hohen Geschwindigkeiten, aber trotzdem bei Kabe wollen wir auch, dass die Sicherheit natürlich am Ende müssen wir alle gesund bleiben. Und die Sicherheit ist ganz wichtig. Wir haben es bei Kabe so, dass alle Reisemobile haben auch diese Sitzung, wird nochmal wie sagt man, zusammen gemacht mit das Fahrgestell. Also falls es eine Kollision gibt, dann kann diese Sitzung nicht nach vorne schieben. Gut, wir sind hier sowieso sicherer. Ich meine, der Kastenwagen, das ist ja der geschlossene Kastenwagen, da fliegt kein Aufbau erstmal weg. Ja, aber ganz ehrlich, diese Mercedes Sprinter sieht man doch viel auf die Autobahn und die gehen mit Geschwindigkeiten, die gehen viel, viel schneller. Wenn das eine Transportfirma ist, die machen das mit so hohen Geschwindigkeiten. Die kommen dann von hinten bei deinem Audi und S8. Ich bin Holländer und ich bin das natürlich gar nicht gewohnt, diese Geschwindigkeiten von 200 km/h. Ja, der ist bei euch jetzt 100, oder? Ist irgendwie auf der Autobahn tagsüber? Ja, tagsüber ist es 100. Ist das gut mittlerweile, 100? Hat sich das ist bewährt? Ganz angenehm. Und was macht das aus? Am Ende bist du vielleicht 5 Minuten früher auf deinem Platz. Und ist gar kein Stress, weil ich glaube, die gehen hin und sanktionieren das ziemlich hart in Holland. Ja. Wenn du da zu schnell fährst und alle fahren 100. Das ist so angenehm. Keiner stört. Kein Stress. Kein Stress. Ja. Das ist fast wie in Ein Finnland. bisschen früher losfahren und es reicht. So cool. So, komm, jetzt zeigen wir die Küche. Der Kühlschrank haben wir eben schon gezeigt, der ist in der Mitte. Dann hast du hier oben eine Arbeitsplattenverlängerung. Hier haben wir erstmal ein Schloss. Dann kannst du das alles auf einmal kannst du das zumachen. Hier öffne ich das. Dann habe ich hier eine Schublade. Dann habe ich hier noch eine größere Schublade. Und wir haben alle möglichen Platz benutzt. So, wenn das Schloss zu ist, sind alle Schubladen zu. Arbeitsplattenerweiterung, ein Brettchen. Doppelflammenkocher. Und hier vorne nochmal eine Dunstabzugshaube. Das ist übrigens auch sehr. Und ganz viel Licht habt ihr hier drin. Ja. Fliegengitter. Fliegengitter. Es gibt so tolle Namen, oder auf Deutsch? Fliegengitter. Ja. Das ist jetzt auf Holländisch, heißt das Fliegengitter? Hordeur. Hordeur. Das klingt auch nicht besser. Genial. Ich weiß nicht, wo es steht. So, hier vorne, ich zeig mal gerade. Da ist wahrscheinlich hier die Arbeitsplattenerweiterung, die du da hast. Oh je. Das wird der Peter mir gleich nochmal. Du hast es kaputt gemacht, Peter. Oh, meine Güte. Ist der letzte Tag der Messe und du hast es kaputt gemacht, ja. So, da unten drunter. Ja, wir lernen jeden Tag bei. Das ist hier so. Einmal hochklappen auf beiden Seiten. So, und jetzt kannst du es wieder runter. Also mein Hund wollte unbedingt mal bei YouTube zu sehen. Echt? Zeig mal deinen Hund. Hallo. Name vom Hund? Lotti. Lotti. Hallo Lotti. Alter? 3,5. Lotti. 3,5. Die ist aber wohl genährt, wie das Herrchen, oder? Nein. Sei nicht so frech. Keine Sendung. Danke. Schon 300 Filme von dir gesehen. Echt? Vielen Dank. Dankeschön. Großer Fan. Großer Fan. Es sind aber auch tolle Menschen hier auf der Messe, muss ich sagen. Ja, ganz entspannt. Wir verkaufen Urlaubsfans. Ja, ist so. So, da unten ist noch irgendeine Schublade. Komm, wir machen Feierabend. Wir haben alles erklärt. Das ist ja der Carbe-Van. Also ich bin ganz gespannt, wenn ich ihn abholen werde. Denn der Vorteil ist, du kannst hier eine Anhängerkupplung da machen. Du könntest noch einen kleinen Van hinterherfahren. Das heißt einen Caravan hinten dran. Da könnte dann meine Frau schlafen. Das auch. Nee, oder halt ich. Aber du kannst es benutzen im Alltag. Das ist der Riesenvorteil. Du kannst was mit transportieren. Neuheit ist auch für dieses Jahr Zwillingsräder. Ja.
dann hast du noch mehr Zuladung, 900 Kilo mehr Zuladung. Eine Tonne Zuladung. Und Anhängerkupplung geht optional. Geht, 2000 Kilo geht oder noch mehr geht. Super. Ja. Peter, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Da steht er, wir zeigen nochmal komplett dieses Jahr 2022, alles neu macht der Mai. Diesmal die normale Farbe weiß auf dem 60. Caravan-Salon in Düsseldorf heute am 5. September, der letzte Tag der Messe. Du warst komplett da auf der Messe, oder? Ja, natürlich. Stress? Und, Stress, naja, Vorbereitungen natürlich aufgebaut, selbst aufgebaut und jetzt ist der Messe fast vorbei. Wir haben noch mindestens bis 18 Uhr heute und dann heute Abend abbauen, morgen in aller Ruhe nach Hause. So, 129.986 € ist eine Stange Geld. Allerdings kriegt man auch wirklich ein Auto mit einem ganz hohen Wiederverkaufswert. Du findest so gut wie keine Gebrauchten im Netz. Keine Gebrauchten. Und es ist wirklich in diesen Zeiten so, dass manchmal Gebrauchtfahrzeuge bei Kabe mehr wert sind als die neue. Das ist unglaublich. So, ich bin mal gespannt. Wir werden uns gleich mal unterhalten über mein neues. Denn du merkst schon, wir wollen da Nägel mit Köpfen machen. Ja. Da ist er, der Peter. Und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.